Ich bin Claudio Pizarro. Ich bin 42 Jahre alt. Pizarro scores! Age is just a number. He's the oldest player ever to score in the Bundesliga. What a story. Ich war Profifußball bei FC Bayern. Und jetzt bin ich Botschafter bei FC Bayern. Mit Claudio Pizarro ist ein absoluter Sympathieträger in neuer Funktion zurück beim FC Bayern. Nach 25 Jahren Profifußball, fast 500 Bundesligaspielen und knapp 200 Toren. 6 Meisterschaften, 6 Pokalsiegen und dem Triumph in der Champions League 2013. Wir blicken zurück auf eine Weltkarriere, die in einem Vorort von Perus Hauptstadt Lima ihren Anfang nimmt. Natürlich, wenn ich ganz kleiner war, da wollte ich nur immer mit dem Ball so sein. Ich habe immer überall meinen Ball genommen und zum Glück, mein Vater hat mir das erlaubt. Er hat auch Fußball gespielt und da war ich immer gegen den Wand, immer Fußball zu spielen, in der Straße mit meinen Freunden. Und dann habe ich in eine andere kleine Mannschaft gegangen und da fing an. Dann bin ich in eine U17 für die Nationalmannschaft angefangen. Da war ich noch in der Schule und da war die erste Südamerikaner-Turnier. Da habe ich gespielt und da habe ich angefangen in den U23 von einem Verein, die in der ersten Liga war. Und da mit 17 bin ich da hingegangen zu einer anderen Stadt in Chimbote und da habe ich angefangen, Profifußball zu spielen. 1999 holt Werder Bremen einen in Europa völlig unbekannten peruanischen Torjäger an die Weser. Kein einfacher Schritt für den damals 20-jährigen Claudio Miguel Pizarro Bosio. Eigentlich für mich Deutschland war nur kalt. Das war die einzige, das ich hatte in den Kopf. Ich habe auch nicht viel von Deutschland gesehen. Da habe ich deutsche Fußball gesehen, weil in Peru haben die in der Bundesliga gezeigt. Aber das war die einzige, das ich kannte. Und das erste 6 Monate, da war für mich nur Fußball im Kopf. Und ich wollte nur Fußball spielen. Und danach irgendwie komme ich in die Idee, dass wenn ich lange hier werde, dann muss ich richtig die Sprache lernen und in der Kultur ein bisschen reinzukommen. Und dadurch, nach 6 Monaten, habe ich angefangen, alles das mitzumachen. 2001 dann der Wechsel von der Weser an die Isar. Vom beschaulichen Bremen in die Medienstadt München, zum amtierenden Champions-League-Sieger, zu einer Mannschaft voller Alpha-Tiere. Das war für mich etwas anderes, Interessantes. War sehr gespannt, jedes Mal, dass ich beim Training war. Ich wollte natürlich, wie gesagt, im Fußball eine Große zu sein und wenn ich das möchte, dann musste ich auch da was zeigen. Es war nicht einfach. Ich bin einmal zum Training gekommen und da war Feuer im Training und da habe ich gedacht, wo bin ich gelandet? Hier, das ist brutal, wie die hier reintreten und so weiter. Aber dann kannst du sehen, die wollen immer noch beim Training gewinnen und da war ich immer Feuer da. Und das, glaube ich, hat die Mannschaft auch immer eine große Verein zu machen. Beim jedem Training, die wollen immer spielen, immer versucht zu verbessern und das hat, glaube ich, am Ende, da kannst du sehen, weil die Mannschaft hat immer was gewonnen und weil du solche Spiele und solche Charaktere da hattest. Trotz des harten Konkurrenzkampfs im Bayern-Sturm setzt sich Claudio Pizarro auch in München durch. 19 Pflichtspieltore im ersten Jahr, 19 Pflichtspieltore im zweiten Jahr. Und die Bayern-Fans schließen ihren Pizza sofort ins Herz. Natürlich mit den Fans da zu spielen und wenn die sich freuen, wenn ich ein Tor mache und wenn der mich so gut jubeln, dann fühle ich mich sehr, sehr gut. 2003 kommt mit Martin Demichelis ein Neuzugang aus Argentinien. Insgesamt stehen die beiden in 100 Pflichtspielen gemeinsam für den FC Bayern auf dem Platz und es wächst eine tiefe Freundschaft, die bis heute besteht. Ich bin hier gekommen 2003, wo ich habe fast kein deutsches Wort gesprochen. Ja,
Ich bin im Juli gekommen, wo die Mannschaft hat schon die Vorbereitung gemacht und die waren in Tegernsee. So, ich war sofort im Hotel und ich musste im gleichen Zimmer mit Claudio schlafen. Ich glaube, Ottmar in dem Moment hat clever gemacht, weil Claudio selbstverständlich hat mir viel geholfen in die ersten paar Monate oder mindestens die ersten paar Training mit die Mannschaft integriert. Nicht nur er, sondern auch unsere Freund Roque Santa Cruz. Aber ja, seit da kann man sagen, dass ja, unsere Beziehung hat immer gewachsen, weil unsere Entwicklung, ja, ich glaube, wird bis Ende unseres Lebens so sein, weil ja, ich habe einfach eine ganz gute Beziehung, nicht nur ich, sondern auch meine ganze Familie. Wir sind Nachbarn und ja, wir treffen oft wie möglich. Ja, freue mich sehr wegen Claudio, dass ich so eine gute Freundin habe. In den gemeinsamen Jahren als Profis beim FC Bayern dürfen Pizza und Micho unter anderem zweimal das Double feiern. Auf dem Platz steht Claudio Pizarro für Tore. Viele Tore. Schöne Tore. Der Ball ist immer Claudios Freund. Er ist ein spielender Stürmer, für den Tore eben doch nicht alles sind. Ich habe viel Spaß mit dem Ball und manchmal der Torjäger bleibt viel in den Strafraum und wartet auf die Chance. Für mich war immer viel wichtiger, Kontakt mit dem Ball zu haben. Da hat mich viel Freude gemacht und deswegen vielleicht war ich nicht so viel konzentriert auf Torjäger zu sein. 2007 trennen sich die Wege der beiden Freunde. Claudio Pizarro zieht es zum FC Chelsea, dann zurück nach Bremen und 2012 wieder an die Säbener Straße. Bereit mit anzupacken, um das verlorene Finale daheim vergessen zu machen. Die kamen zu mir und die haben gesagt, die brauchten mich in den Verein, die wollten die Champions League gewinnen und die wollten viele Titel gewinnen. Und natürlich, da habe ich sofort Ja gesagt, weil ich wusste, da für mich war die Chance, auch die Champions League zu gewinnen, das ich konnte bis jetzt noch nicht erreichen. Bei seiner zweiten Amtszeit in München trifft Pizarro auf ein Team, getrieben vom Willen, eine historische Schmach auszumerzen. Und auf einen besonderen Trainer, der die Mannschaft mit Ruhe und Einfühlungsvermögen zum ersten Triple der Vereinsgeschichte führt. Etwas Besonderes in meiner Karriere, das werde ich nie vergessen, wie das ganze Jahr war. Vom Anfang an haben wir die Ziele, wichtige Sachen zu erreichen. Und die ersten Monate dann haben wir schon gemerkt, dass die Mannschaft etwas Besonderes hatte. Wir waren sehr viele Spieler da und wir hatten alle die Möglichkeit gehabt, Fußball zu spielen. Ich glaube, der Trainer Jupp Heynckes hat das alles ganz gut gemacht. Und da hatten wir auch viel Spaß. Haben wir die Triple gewonnen und haben wir auch viel Spaß gehabt und auch natürlich viel Erfolg. Auf das Triple folgen 2 weitere erfolgreiche Jahre in München. Danach geht es zurück nach Bremen und über die Zwischenstation Köln erneut an die Weser. Dort beendet Claudio Pizarro 2020 seine Profikarriere mit 41 Jahren. Nein, ich habe das nicht so gedacht, wie lange werde ich spielen. Ich hatte immer einfach Spaß gehabt und das habe ich immer versucht, immer Spaß zu haben. Und dann mit der Zeit, das habe ich gemerkt, dass meine Körper wird mir sagen, wie lange werde ich spielen. Und ich glaube, die Körper hat gut gehalten. Aber in den letzten Jahren dann habe ich gedacht, ja, es ist genug. Und ja, das habe ich entschieden, das Abschied zu machen. Pizarro gibt sein Wissen und seine Erfahrung gerne weiter. Und davon hat er reichlich. Der Peruaner hat im Fußball alles erlebt und fast alles gewonnen. Und denkt auch gerne daran zurück. Das ist das beste Bild der Champions League-Sieger. Kein anderer Titel das. Schön. Inzwischen leben die Pizarros wieder in München. Eine sehr gute Stadt für die Familie, finde ich. Die Kinder fühlen sich auch sehr wohl hier. Die haben die Schule hier gemacht und eine vielleicht wäre hier studiert auch. Familienmensch Claudio Pizarro. Verheiratet mit seiner Jugendliebe Carla, Vater von 3 Kindern, denen er vor allem eines im Leben mitgeben will. Liebe, das ist, glaube ich, ist das Wichtigste und natürlich viel Respekt für den anderen und für die andere Mentalität. Offen zu sein, verstehen, dass jeder nicht gleich denken wie du
Und ich glaube, damit kann man gut in den Leben da reinzukommen. Die Rückkehr nach München hat aber nicht nur private Gründe. Im September 2020 wird Claudio Pizarro als neuer Botschafter des FC Bayern München vorgestellt. Ex-Teamkollege und Freund Giovane Elber, inzwischen Hauptverantwortlicher für die FCB-Legenden, stimmt Claudio am Münchner Nockherberg auf die anstehenden Aufgaben ein. Und Pizarro weiß, was er dem Verein in seiner neuen Rolle geben kann. Ich kann das sehr gut machen. Ich bin sehr gut mit den Menschen. Ich hatte immer eine gute Verbindung mit den Fans. Ich glaube, die haben das gesehen auch und das werde ich natürlich sehr gut machen und freue mich riesig, dass ich viel mit den Fans und den Sponsoren machen kann. Wer Fans und Spieler nach Claudio Pizarro fragt, hört unweigerlich Begriffe wie Sunny Boy, Schlitzohr und Sympathieträger. Immer ein Lächeln auf den Lippen, immer positiv. Der perfekte Bayern-Botschafter. Das ist, glaube ich, eine Sache von meiner Natur. Ich bin Latino, ich komme auf die Zone und ich werde das immer noch haben, glaube ich. Es ist ganz normal. Das Wichtige ist, glaube ich, diese Mischung zu haben und das habe ich mit den Jahren gelernt. Wie muss das man haben? Wie gesagt, das Wichtige ist, diese Mischung zu haben. Ich werde nie meine Latinosheit verlieren. Aber ich weiß auch, dass gibt so eine Ordnung, Disziplin und solche Sachen. Das habe ich hier gelernt, obwohl Disziplin habe ich von zu Hause. Mein Vater war Seemann und war sehr strikt. Aber trotzdem gibt es Sachen, das lernt man. Und ich glaube, wie gesagt, diese Mischung ist das wichtig zu haben. Claudio Pizarro kann auf vieles mit Stolz zurückblicken. Aber er schaut lieber nach vorne. Einer der besten und sympathischsten Bundesligaspieler aller Zeiten ist zurück in der Bayern-Familie. Schön, dass du wieder da bist, Claudio.